die Eigenschaften von dem BMW sind klar auszudrücken, was sie kann. Also ich bin eine GS, das sehen Sie an mir an. Die Elemente deshalb sind von einem Segment zum anderen, wenn Sie um Teile sprechen, die sind nicht übertragbar. Eine GS kennen wir inzwischen, hat einen Schnabel. Wow, man sieht sofort, das kann nur eine BMW Enduro sein. Nur um zu sagen, weil das so klar BMW ist, passt das auf eine K1600 GTL, glaube ich nicht. Dieser Schnabel passt nicht. Warum? Das ist nicht elegant, das ist nicht souverän, aber auf einem GS sieht das richtig werkzeugmäßig aus. Das heißt, es gibt Elemente, die eigentlich untermalen, dass ich in meinem Segment gehöre. Okay? Haifischkiemen, fantastisch für die S1000 ERR. Sind die richtig für eine GS? Glaube ich nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, diese Frage, wenn Sie reinschauen, und jetzt gehen wir sogar von einer groben oder einer großen Philosophie oder übergreifenden Philosophie in eine Produktlinie-Strategie oder die Produktlinie-Design-Strategie, dann sind wir schon dabei zu überlegen, welche Lösung nutzen wir, um alles andere, was ich von der Philosophie angesprochen habe, auszudrücken. Okay? Das heißt, Philosophie gibt es, also BMW-Werte, die auch weit über BMW-Motorräder hinausgehen. Das ist ein BMW Group. Was gehört zum BMW Auto, zum Rolls-Royce, zum Mini und zum Motorrad? Das ist hier weit oben. Dann gehen wir eins weiter, dann was gehört zum Motorrad. Und innerhalb vom Motorrad gibt es eine GS, eine S, eine F-Baureihe. Und dann sind wir dabei zu sagen, ja, das gehört dahin, das gehört dahin. Das ist ganz spannende Matrix dann, wenn wir sagen, eine Boxer GS hat den Schnabel. Eine Schnabel hat auch eine F800 GS. Aber eine F800 GS hat einen anderen Ausdruck. Ist ein bisschen schlanker. 800er vielleicht ist offroadiger als eine 1200er, die ein bisschen souveräner und ein bisschen mehr Gepäck mitnimmt und vielleicht auch viel Zeit auf der Straße verbringt. Der Ausdruck ist anders. Die sind keine Clones voneinander. Und dann gehen wir zu diesem Fahrzeug und sagen, was gehört dann auch durch die Bank? Na, hier kommt dann doch ein bisschen ja. Wenn Sie alle unsere Produkte anschauen, die sind, wie wir wissen, aus der Vergangenheit engineering-driven, also richtig getrieben von toller Lösungen. Und mit ein paar Ausnahmen, die gibt es, aber das ist auch okay. Wir sollten nicht ein Dogma folgen, sondern die richtige Lösung pro Fahrzeug haben. Werden Sie sehen, dass wenn wir das aufmalen, dass die untere Hälfte von die meisten unserer Modelle sind sichtbare Technik. Sie können fast eine Linie, so eine Gürtellinie, die Beine sind die Technik, die sind technisch auch von der Form her. Da ist der Motor, das ist der Rahmen, das ist der Antrieb, da ist Schwinge. Das sind die Teile, die sehr Ingenieur, also da ist der Ausdruck von Ingenieurkunst. Das ist eckig oder rund oder wie auch immer, weil das die Technik ist. Und von diesem Punkt nach oben ist die Karosserie, ist diese wie sagt man, schmiegvoller, das ist der Interface zwischen Mensch und Maschine. Die ist sinnlich, die spricht man an, die hat organische Formen. Da geht man hin und sagt, Und das heißt, die obere Hälfte ist dieser Mensch-Maschine-Interface. Die hat aber auch mit Wind- und Wetterschutz zu tun, mit Aerodynamik zu tun. Das ist wirklich dann das Pferd oder das Delfin oder wie auch immer. Das ist das Tierische, das Menschliche. Das ist die obere Hälfte. Und das ist ziemlich durchgängig bei allen unseren Maschinen. Es gibt schon eine Art von S-Flyline. Also vorne bei der GS sehr einfach. Hier ist der Schnabel, der geht so und dann so. Und hier ist die Sitzfläche, unten ist der Motor. Das heißt, diese Trennung kann man wirklich optisch sehen. Und das sind viele andere Motorräder nicht. Die haben manchmal schon. Aber das ist schon eine sehr klare Linie. Und auch spannend ist, wie das manchmal so überlappt. Also eine R1200 RT. Sehr spannend, wie auch die Karosserie nicht nur ein Teil ist. Also es geht nicht von der Windschutzscheibe bis zum Boden, sondern das ist hier geteilt. Dann gibt es einen Kopf und dann gibt es Lufteinführungen. Man sieht ein bisschen von der Technik, es ist nicht ganz zugedeckt. Wir sprechen von vielen Sachen, die doch bei BMW-Produkten immer wieder zu sehen sind.
Das heißt nicht von A bis Z alle das gleiche haben. Overlapping, Layers, einen abgesetzten Kopf. In den Tourenmaschinen. Lange Zeit waren die Handschütze, Windhandschutz, Blinker und Spiegel integriert. Teilweise hatten wir Lufteinlässe im vorderen Bereich, die aussahen wie Nierenformen. Aber das ist kein Dogma. Das muss nicht sein, wenn man keinen Lufteinlass braucht, dann tue ich nicht 2 Löcher hin, um zu sagen, ich bin ein BMW. Authentisch muss das sein. Das heißt, es gibt Features, zum Beispiel auch die Karosserie, die, wenn man drauf sitzt, einen klaren Mittelteil hat mit dem Tankeinlass und links und rechts Teil von der Karosserie. Das haben wir angefangen Anfang der 90er, weil wir andere Fertigungsmöglichkeiten gesehen haben, andere Gestaltungsmöglichkeiten gesehen haben. Wir haben nicht nur einen Blechtank und dann kommt hier vorne eine Verkleidung und hinten eine Verkleidung, sondern das Motorrad wird als Ganzes gesehen. Das heißt, sehr viele Antworten auf Ihre Fragen. Es gibt viele Sachen, die sind aber nicht so mit einem Kamm zu scheren. Und trotzdem, hoffentlich schauen Sie einen BMW an und sagen, ja, das kann nur von BMW kommen. Das heißt, Segmente sind sehr wichtig. Sie finden so Superbikes ganz toll und Sie gucken da an und sagen, das ist ein typisch BMW Superbike und das ist ein typisch GT von BMW. Und gleichzeitig können Sie sagen, ja, aber die GT hat sogar mit der Superbike was zu tun.